Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear-Reference-Kanal. In der heutigen Episode gucken wir uns mal wieder ein Stück von Tactical Tailor an, und zwar die Two-Piece MAV Modular Assault Vest. Die One-Piece-Version hatten wir schon, habe ich hier oben einmal den Link für euch zum Video, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Hier bei der Two-Piece-Version haben wir heute ein ganz besonderes Modell, und zwar die allererste Version, die davon gebaut wurde. Hier noch mit dem großen Unterschied, dass wir nur einen großen Verschluss in der Mitte haben, um die Modular Assault Vest zu öffnen. Die nachfolgende Version hatte dann, ich zeige das jetzt mal hier an einer Version von Lindenhof Taktik, hatte dann zwei kleinere Plastikschnellverschlüsse in der Mitte, gibt dem Ganzen einfach noch mal ein bisschen mehr Stabilität hier vorne im mittleren Bereich. Hier kann man das ja ganz gut sehen, hier hängt das dann so ein bisschen runter. Deswegen hat man sich sehr schnell für diese Variante entschieden. Und die ist auch so quasi mir vorher gar nicht bekannt gewesen, habe ich vorher so nie gesehen, sondern immer nur mit den Doppelverschlüssen. Referenzbilder, wie auch schon in dem ersten Video über die One Piece Mav, haben wir ja ohne Ende. Bei der Two Piece ist es ebenso, aber eben kein einziges mit diesem mittleren Verschluss, mit dem einen großen. Ansonsten, was ist noch besonders gerade in dieser Reihe? Die hier ist datiert 1999, also die Plastikschnellverschlüsse sind so datiert. Und wir haben hier noch das alte Tactical Tailor Design vom Label und eben auch noch hier, dass die Taschen mit dem PALS-System ausgerüstet sind. Normalerweise kennt man ja Tactical Tailor gerade für das Malice-System, und zwar habe ich dann auch mal hier als Beispiel nochmal eine Tactical Tailor Tasche mit diesen Malice-Clips eben und hier eben nochmal die ältere Version. Und hier haben wir dann auch schon so ein kleineres Tactical Tailor Label noch mit drin. Oder es gab natürlich auch das größere, wie es heute auch quasi immer noch ist. Ja, und wir könnten sagen, von 1999 bis heute werden genau diese Modular Assault Vest, also diese Bases in der Two-Piece-Version oder der One-Piece-Version, immer noch produziert und verkauft. An sich ist es ein sehr simples Chest-Rig. Wir haben halt einfach nur die beiden Seitenplatten oder eben bei der One-Piece-Version, dass es eben einfach noch geschlossen ist. Vorne PALS-Schlaufen dran, um eben Malice, PALS oder andere Taschen quasi anbringen zu können. Und noch so ein paar so kleine Fächer, die noch mit drin sind. Aber an sich ist es das alles schon gewesen. Keine große Technik, kein großes Highspeed, keine Ahnung was. Aber eben immer noch durchaus nutzbar. Wir haben sehr viele verschiedene Tarnmuster oder auch Farben einfach, die Tactical Tailor da produziert hat. Wir fangen einfach mal mit den Basics an. Das ist so ein ganz leichtes Tarn, das ganz helle Sandfarbene noch von damals, was man so kennt. Oliv, wie hier zu sehen. Schwarz, Coyote, Marpat, also Desert Marpat habe ich auf jeden Fall mal gesehen, wurde mal verkauft, so ein Stück. Ich weiß nicht, nee, Woodland Marpat, ob Desert Marpat mal produziert wurde, kann ich nicht sagen, aber Woodland Marpat habe ich auf jeden Fall gefunden. Denn Multicam wird auch heute immer noch hergestellt, weil die ihre Systeme ja immer noch genauso quasi verkaufen. Wir haben UCP mit dabei und eben auch mal so Sonderfarben wie hier. Das 5-Farb-Flecktarn und das 3-Farb-Flecktarn wurde ebenfalls produziert. Damals natürlich im Auftrag von Lindenhof Taktik, die das quasi hier in Deutschland dann vertrieben haben. Ja, eben bei der Bundeswehr sehen wir auch ganz viel Tactical Tailor quasi im Einsatz und dann natürlich aber auch das, was Lindenhof daraus gemacht hat. Ich selber habe das Original damals gehabt von Tactical Tailor in der One-Piece-Version, bin dann aber irgendwann umgestiegen auf die Two-Piece-Variante, wenn man eben nämlich so einen Job hat, wo man mehr liegt etc., dann ist es natürlich angenehmer, hier vorne einfach zu öffnen, das Ganze zur Seite zu schieben und man kann schöner auf dem Bauch liegen und so einfach angenehmer arbeiten. Wie gesagt, gehe ich dann in einem extra Video auch auf mein Kit ein und eben auf die Zeit, die die Bundeswehr quasi das dienstlich geliefert eingeführt hat beim Kommando Spezialkräfte und was andere Leute sich so privat beschafft haben. Da haben wir auch einiges an Referenzbildern. So, dann gucken wir uns das schöne Stück noch einmal kurz im Detail an. Und zwar gehe ich hier einmal auf die ältere Art der Taschen ein. Die Mehrzwecktaschen kennt man eigentlich auch. Genauso das Modell ist ja auch in der im One Piece Video zu sehen. Aber eben hier haben wir die, ja, ich sag mal so Alice-Style-Schlaufen, wo wir Alice-Equipment anbringen kann, aber eben auch die PALS-Schlaufen durchpassen und so dann eben hier nochmal zusätzlich eine Rauchgranatentasche, wie auch immer, angebracht werden kann. Ich habe hier jetzt nochmal ein paar
separate Taschen, weil das ein sehr großes Set war. Dann kann ich euch hier nämlich nochmal die Mehrzwecktasche zeigen, die auch ja recht berühmt ist. Die hat hier übrigens auch schon die Mellis Clips, auch damals noch die alten ohne Beschriftung. Nochmal mit der aufgesetzten Tasche, die ist ja auch von vielen anderen Firmen so kopiert oder übernommen worden, beziehungsweise hat hier Tactical Tailor ebenfalls ein bisschen kopiert. Aber das sind so die ja, Standard Tactical Tailor Taschen, die man auf jeden Fall immer irgendwie kennt. Dann zeige ich euch einmal hier das Rückenteil, das haben wir auch schon bei der One Piece Version gesehen, was hier dann durch dieses Plastikstück durchgeschlauft wird, einfach hinten befestigt ist und vorne eben über die Fastec-Schnelle dann geöffnet werden kann. Da die Seiten identisch sind, nehme ich uns jetzt mal eine vor und der Platz hier auf dem Tisch begrenzt ist. Hier nochmal sehr schön zu sehen, das alte Tactical Tailor Logo. Hier haben wir einfach nur die Innenseite des Ganzen. Hier unten sind nochmal so Schlaufen angebracht. Da kann ich leider nicht zu sagen, wofür die genau gedacht sind. Ich habe auch kein Produkt gefunden, was dazu passen würde. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man nochmal diese Belt-Hanger-Pouches, wie man das nennt, die so eine Schlaufe haben, dass die hier unten noch angebracht werden konnten. Oder ob vielleicht Tactical Tailor da noch eine eigene Idee hatte. Ist mir jedoch nicht bekannt, warum das halt auch bis vorne zur Mitte geht. An der Seite macht es vielleicht noch Sinn, wenn ich eine Tasche habe, die auch über so einen Hänger, also quasi also wenn ich so eine Tasche habe, die quasi auch in den Gürtel angebracht werden kann, wenn man das vielleicht hier durchschlauft, wie so ein Holster oder so, hätte ich mir vielleicht noch vorstellen können, aber eben nicht, warum das hier bis in die Mitte geht. Hier im Inneren haben wir halt das Kartenfach. Und da ist auch nichts weiter drin. Das ist auch immer noch alles so geblieben bei den späteren Versionen. Und vorne eben, ich habe die alle nicht komplett angebaut, aber damit ich es nochmal zeigen kann, ist halt eben einfach nur Pals aufgebracht, um eben das Ganze modular nutzen zu können. Ja, und die andere Seite hat eben auch absolut keine anderen Features, ist genau identisch. Deswegen belassen wir das auch hierbei. Und wer dann nochmal genauer Details sehen will, kann sich auch gerne noch das erste Video angucken, wo ich das Ganze nochmal zeige. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.